Moin Micha, Hey, brauchst du noch lange? ich habe gerade angefangen, die Featureliste von Eligum mir zu kopieren. Der Roman braucht die fürs Meeting gleich. Wieso? Ja, die ist ewig lang und eigentlich wollten wir jetzt einfach nur zu drehen im Eligum Podcast. Ah, das wird noch was länger dauern hier, sorry. Ja, fangen wir einfach schon mal ohne den Micha an, würde ich sagen. Wir gehen am besten zum Roman, denn der kann schon mal eine Menge über das Spiel vorab erzählen. Hey Roman, Hey Flo. hast du einen Augenblick Zeit für mich? Aber klar. Schön, denn wir drehen gerade den Eligum Frogcast und haben vorher auf Facebook ein paar Fragen gestellt an unsere Fans, was sie denn gerne über Eligum wissen wollen. Ja? Und da hab ich gedacht, der PR-Manager ist auf jeden Fall prädestiniert, um die Fragen zu beantworten. Ich werde es versuchen. Ja, schauen wir doch mal. Also, Christian Wiedemann fragt, what the hell is Eligum? Ja, das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Eligum ist unser neuester Free-to-Play-Titel, wird entwickelt von Shanda Games. Und wir haben die Lizenz für Eligum eben für den kompletten europäischen oder fast den kompletten europäischen Raum. Und da ist es schon draußen und wir versuchen das jetzt gerade hier natürlich schnellstmöglich und bestmöglich fertig zu bekommen, dass unsere Spieler endlich loslegen können, den Auserwählten zu spielen. Loslegen mit dem Auserwählten, da komme ich auf die nächste Frage von Kevin Großkreuz aus Dortmund. Nee, Florian Großkreuz, der fragt nämlich, ja, sag doch mal ein bisschen was zu den verschiedenen Klassen und ihren Skills, also einen groben Überblick. Ja. Also wir haben insgesamt 5 Klassen und 4 Rassen. Und jede dieser Klassen in sich hat insgesamt 2 Skill-Tiers, in die sie sich professionalisieren können. Welche Klassen zum Beispiel? Bedeutet beispielsweise der Mönch, also der Panda, hat die Fähigkeit, hat 2 Skill-Tiers, nämlich den Fire Breather und den Martial Artists. Und die spielen sich auch sehr unterschiedlich, wenn man sich dann entschieden hat für die jeweilige Klasse, denn das eine ist mehr so ein AOE-Range-Ding, bisschen magisch angehaucht, während der Martial Artist natürlich so unser Kampfpanda ist, der dann eben mit dem Klauen seinen Gegner zusetzt. Ja, ich habe Micha vorhin am Kopierer getroffen, der kopiert gerade die Featureliste, das dauert eine ganze Weile, also vielleicht kannst du noch mal schon mal ein bisschen anfangen aufzuzählen, was haben wir im PvP, im PvE-Bereich für Gilden, für Professions, wo geht's da hin? Also wir haben, wie gesagt, wo du gerade die Professions angesprochen hast, 8 Profession Skills. Das geht über alles Denkbare, Mining, Herbalism, Alchemie und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich PvP, PvE-Elemente im Spiel. Wir haben Faction Wars, die werden gerade Beta getestet. Es soll später mal möglich sein, mit bis zu 200 Spielern pro Seite in einem instanzierten Schlachtfeld letztendlich Faction Wars abzuhalten, was sehr, sehr geil wird. Da freuen wir uns auch schon alle sehr drauf, wenn das mal möglich ist hier in unserer internen Version. Dann haben wir natürlich alle Gilden-Features, die man so kennt. Wir haben Guild-Housing, das heißt, wir können unsere Gildengebäude verwalten und nutzen. Das gibt dann natürlich einen Vorteil für die jeweiligen Spieler. Und letztendlich wirklich unser Mount-System und eine unglaubliche Vielfalt an Features und Möglichkeiten, die der Spieler im Spiel entdecken kann. Also da haben sie eine ganze Menge zu tun, bis sie das mal alles entdeckt haben. Du, ich würde gerne im Spiel ein bisschen was sehen. Hast du da Zeit, mir jetzt ein bisschen was zu zeigen? Ich würde sagen, da gehst du am besten runter zur QA. Die sind fleißig am Zocken und die können dir sicher noch ganz viele Ingame-Sachen zeigen vom Spiel. Ja, Quality Assurance. Die können wir mit Sicherheit auch ein bisschen das Statistiktool und sowas zeigen. Ja, gehen wir da einfach hin, wenn der Roman das sagt. Vielen Dank, Roman, und ihr kommt mit mir. Mach's gut. Mann, der steht immer noch da. Micha, immer noch nicht fertig? Ja, das ist nicht lustig, ich bin gerade bei Seite 80, also ich brauche echt noch. Wo wolltest du jetzt hin? Muss ich halt auch alleine in die QA gehen. Hallo Benni. Hi Flo. Ich war gerade beim Roman oben, habe mir ein bisschen Eligum erklären lassen. Der meinte, wenn ich es sehen will, sollte ich besser zu dir kommen. Ja, das ist richtig. Dann zeig mir doch mal ein bisschen Eligum, unser neuestes Spielchen. Und zwar haben wir über Gilden gesprochen, Roman und ich. Und er meinte, da gibt es super interessante Features. Vielleicht hast du da gerade was. Ja, ich stehe gerade im Gildenhaus, beziehungsweise auf der War-Map der Gilde, wo auch eigentlich das ganze Leben der Gilde abläuft. Und ja, da kann ich dir einiges zeigen. Ja, da treffen wir uns also, wenn innerhalb der Gilde. Richtig, hier trifft sich die Gilde, hier kämpft auch die Gilde. Und was, ja, zeig mal, was haben wir für Möglichkeiten?
Das ist die Karte. Das ist die komplette Karte der Gilde und der Vorposten, um die es dann später zu kämpfen gilt und natürlich zu verteidigen. Das ist also auch genau da, wo wir angegriffen werden können, für die Gildenkriege. Richtig, richtig. NPCs gibt es für allerlei? NPCs gibt es für allerlei, für Gildenquests, für Gildenhandel, für Gildenskills. Ja. Coole Sache. Aha. Mit unserem Panda da unterwegs, finde ich lustig, ist eine tolle Klasse. Was mich noch sehr interessiert, ist der Runenkreis. Das ist eine Verbesserungsmöglichkeit für Gegenstände und Waffen, glaube ich, ne? Richtig, vollkommen korrekt. Funktioniert der inzwischen? Ja, tut er. Okay. Da ist er. Und Was können wir in diesem Runenkreis alles machen? in dem Runenkreis, den müssen wir erstmal freischalten, indem wir den ersten Bossmob im Endeffekt erlegen, der uns per Quest zugespielt wird. Dann wird er freigeschaltet und wir kriegen für jede Rune einen Bossmob und dazu auch jeweils immer einen Titel. Was noch? Ich sehe da unten so, hier so Ja. 3 Buttons. Dort haben wir die extreme Verbesserung der Waffen. Hier müssen wir natürlich sehr seltene Runen sammeln. Sobald wir diese kombiniert haben, können wir hier unsere Waffe einfügen und ja, die Waffe um einiges verstärken. Ach so, und da links, das sind dann verschiedene Arten des Verstärkens. Also da zum Beispiel, ich Richtig. sehe hier gerade Poison Korrekt. Rune. Dann macht meine Waffe zum Beispiel noch zusätzlich Giftschaden. Genau. Ich verstehe. Höchst interessant. Was noch? Da waren noch 2 andere Knöpfchen. Da waren noch 2 andere Knöpfchen, das ist vollkommen korrekt. In der Mitte, geil. In der Mitte, das ist für unsere Upgrades von den Runen, von den Gems, indem wir jetzt 4 Stück zum Beispiel sammeln, diese hier einsetzen, dann können wir sie zu einem höheren Level aufstufen. Eine haben wir noch, ganz schnell ein Wort zum letzten. Zum dem hier. Identify, gut, das ist relativ. Das ist relativ einfach, würde ich selbsterklärend. behaupten. Kannst du mir auch noch die Homepage zeigen, wo ich gerade hier sitze? Nee, die kann ich dir nicht zeigen, aber da huscht du am besten in die Grafik. Oh, macht Sinn. Benni, ich danke dir. Viel Spaß mit dem Panda. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich guck mal, was der Micha macht und gehe dann in die Grafik. Danke dir. Mach das, hau rein. So, Micha, jetzt kannst du nicht Ich mitkommen. hab's dir doch gesagt, Illegium Feature List. Sorry nochmal, ich bin auch gleich fertig hoffentlich. Wo geht's denn hin? Du, mach du mal dein Copy-Zeug fertig. Ich gehe dann mal in die Grafik alleine. Nein. Guck mal, was ist los? Schlecht drauf? Hi Andy. Hey Flo, na? Alles klar? Ja, wir drehen gerade einen Frogcast über Illegium. Oh, schön. Und da du ja gerade dran arbeitest und so ein bisschen involviert bist, habe ich gedacht, Ja. stellen wir einfach bei dir so ein bisschen die grafischen Aspekte vor, was ihr als Grafikteam so an Illegium Ja, baut. klar, natürlich. Ihr macht auch die Homepage, da habt ihr, glaube ich, vom Product Manager so ein paar Vorgaben bekommen Ja, und müsstet ganz danach was bauen. genau. Kann ich dir mal ganz kurz zeigen einfach? Ja, gerne. Also wie läuft sowas? Also wir kriegen vom Brand Manager meistens eben ein Konzept, wie er sich so seine Webseite vorstellt. Ne? Hier haben wir unsere Menüleiste, da unten gibt es wahrscheinlich einen Slider, wo wir verschiedene Aktionen und News austauschen können. Das sieht jetzt alles ein bisschen noch nicht so schön Ja, aus. er macht ja nur das Konzept, ne? Ja. Die Grafik liegt bei uns und da haben wir auch schon ein bisschen was angefangen, kann ich dir auch schon zeigen. Das ist sogar schon live. Da haben die Programmierer schon Hand angelegt quasi, aber man sieht, es ist noch wirklich sehr Beta, um nicht zu sagen sogar Alpha. Also das sind die Elemente, die der Chris, glaube ich, ist es für Illegium so vorgegeben hat. Oben das Logo, dann Key Visuals außen. Genau, So heißt das, da- glaube ich, bei euch, ne? Key Visuals. Genau, die transportieren wir dann halt immer auf den ganzen Anzeigen, auf der Webseite, damit wir eben diese Characters mit dem Produkt verbinden einfach. Aber das ist noch ein bisschen leer. Wenn das jetzt später live geht, hast du dann noch so ein paar Beispiele, Ja, was da in der klar. Mitte sein könnte? Klar, wenn das live geht, letztendlich wird es hoffentlich irgendwann mal so aussehen. Ne? Der Slider hier mit den schönen Thumbnails, dass man da so durchklicken kann, verschiedene News sich schon mal anschauen kann.
Und dann natürlich hier mit einer Kurzansicht von News und da kann man natürlich auch tiefer einsteigen und sich mehr Informationen darüber holen. Da fehlt auf jeden Fall noch die Verlinkung auf den Frogcast. Die müsste der dann irgendwann einbauen, ne? Ja, das stand wahrscheinlich noch nicht im Konzept mit drin, aber das kommt dann. Da wollte ich mal mit dem Chris reden. Nee, sieht super schön aus. Ich mag, gerade bei Legium, also wir haben ja einige Produkte, aber da mag ich die Farbgebung sehr. Weißt du noch, wie es dazu kam? Warum das so edel, gold, schwarz? Also vom Brandmanager wurde uns eben vorgegeben, dass es eher Dark Fantasy ist. Ne? Und wenn man Dark Fantasy hört, dann kommen wir automatisch schon mal in diese Schwarz-Richtung, Anthrazit-Richtung. Und Gold haben wir natürlich gewählt, weil es sehr klassisch wirkt, immer automatisch mit Schwarz, es sehr edel wirkt und es hebt sich natürlich hervorragend ab von dem Hintergrund. Ne? Und Als der Highlight. Auserwählte ist natürlich auch... Natürlich, ne? Ein edler Typ, Ein edler ne? Typ. Ein strahlender Held. Morgen muss trage er ich ein natürlich goldenes sein. Hemd. Ne? Denke, es reicht uns von der Homepage. Ich habe auch nicht mehr allzu viel anderes vor. Ich geh mal gucken, was der Micha so macht. Ne? Ja, dann. Toili, danke! Also einer von euch wie ein Panda aussieht? Ist das weiß mit schwarzen oder schwarz mit weißen Flecken? Gut, google ich halt. Ah, was schön, alles fertig. Oh, und der Micha sitzt immer noch hier. Schluss! Ich sitze seit Stunden hier. Ich kopiere und kopiere und kopiere die Featureliste und schaue sie an. Alle Seiten leer. Warum? Keine Patronen mehr drin gewesen. Oh Mann, und alle haben Feierabend und du hast nicht mal das Nö, Zeug ich habe überhaupt fertig. nichts geschafft. Wie lief's denn bei dir? Ja, bei mir ist aber alles im Kasten. Wir haben auf dich toll, gewartet. danke. Scheißtag, ne? Richtiger Scheißtag. Ein schönes Feierabendbier. Das wird ein bisschen noch irgendwie positive Sache reinbringen. Oh ja. Hey, danke. Oh. Wow. Ich hab, So darf's laufen, finde ich. ah ja, ich hab's mir verdient. Und du brauchst es einfach. So. Ja, auf einen schönen Tag. Ja, der hat schon. Prost. Prost. Ach, was war das ein schöner Tag heute. Hat alles genauso geklappt, wie ich gedacht habe. Aber was machst du eigentlich hier? Sollst du nicht im Spiel sein?